Hallo, liebe Freunde unseres Kanals. Ja, ein kurzes Update von unserem Haus. Es hat sich wieder einmal viel getan hier. Ja, die Mauern hier wurden aufgebaut im Wohnzimmer. Das hier sind die Öffnungen für die Panoramafenster. Ja, wir wollen natürlich den Ausblick in unser schönes Tal haben und hier in diese Lücke kommt ein Panoramafenster, was sich nicht öffnen lässt, vom Boden bis zur Decke. Allerdings gibt es natürlich Sicherheitsvorschriften, das heißt, wenn wir hier in der anderen Ecke, ein Panoramafenster machen, was sich öffnen lässt, können wir das tun. Das wären Türen auch vom Boden bis zur Decke. Die kann man nach innen öffnen, aber so dass man nicht rausfällt, wird hier unten am Rand 90 cm ebenfalls nach außen eine Glasscheibe sein. Das heißt, man kann die Türen öffnen, aber man kann trotzdem nicht rausfallen. Ja, eine schöne Idee, wird nicht ganz billig, aber ja, diese Aussicht aus dem Wohnzimmer, ja, ich glaube, ihr versteht das. Ja, der Boden ist mittlerweile hier auch fertig. Der wurde betoniert diese Woche. Das habt ihr ja schon in einem anderen Video gesehen. Jede Menge Mauern werden hier neu hochgezogen mit diesen Bricks. Die Fensteröffnungen, die hier waren, sind jetzt natürlich viel zu tief. Deswegen werden die wieder hochgemauert. Die wurden von unten geöffnet und die ganzen Fenster werden so 40 cm nach oben versetzt. Weil der Fußboden hier ist natürlich auch 40 cm höher, als er vorher war. Wir hatten ja im Keller eine Gehhöhe von 1,80 und ja, das war nicht so prickelnd für uns, gerade für die Man Cave. Dort haben wir jetzt auch 2,20 Meter Gehhöhe. Da gehe ich jetzt gleich noch mal runter, damit ihr das auch noch mal seht. Ja, alle Fenster hier müssen höher gesetzt werden. Haufen Arbeit. Ja, und unser Kollege hier, der baut die Steinmauer aus der Küche neu auf. Die mussten wir komplett abreißen, weil die überhaupt nicht mehr sicher war. Die war eigentlich nur aus kleinen Steinen, die ihr jetzt so zwischen den großen Steinen seht, war die aufgebaut und es war completely unsafe. Ne? Ja, abgerissen, neu aufgebaut, er macht einen super Job. Ne? Ja, sehr schön. Und man sieht ja auch, die Qualität ist ganz anders mit großen Steinen und kleine zum Auffüllen. Und die alte Qualität, da sind einfach viel zu viele kleine Steine und die sind auch nur über ja. Und wir haben das gesehen, als er hat nur ein paar kleine Steine rausgenommen aus der Mauer und dann ist die Mauer schon in sich zusammengefallen. Ja, von unserem riesigen Steinhaufen dort ist auch, ja, der ist auch ein bisschen geschrumpft. Dort werden Steine zerkleinert und für diese alten Mauern genommen. Ja, es wächst, ist das schön anzusehen. Oh, ich war so depressiv nach dem Abriss des Hauses, aber jetzt geht's wieder. Naja, bist wieder aufgebaut. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, die Küche, hier die Mauer kommt noch weg. Und da müssen wir sehen, welche Teile wir von der alten Steinmauer behalten. Oder ob wir doch wieder alles neu aufbauen müssen. Der Ofen wird ja im Garten wieder neu aufgebaut, haben wir uns so entschieden. Und die Steine werden wir, Prost! Und die Steine im Ofen, die werden wir dafür verwenden, weil die sind recht teuer. Spezielle Vulkangesteine, die halt die Hitze speichern. Ja, hier ist die Küche und hier kommt dann die riesige Panoramatür hin in der Küche. Von hier bis hier so. Öffnen lässt sie sich mit einer Schiebetür. Das haben wir so vereinbart und das geht dann raus zur Terrasse. Ja, weil Leben findet hier hauptsächlich außen statt. Wir haben wieder super Wetter hier, Mitte Oktober. Ja, und hier kommt dann die Terrasse hin. Ist das nicht krass? Die ersten Mauern stehen schon. Ja, und hier am Badezimmer vorbei kommt dann der Gang ums Haus herum.
schön. Ja, jetzt kommt gleich unser Freund Nino vorbei, mit dem wir das Gartenprojekt weiter besprechen. Ja. Ja, dort ist noch der Erdhaufen, den wir abtragen. Dort ist schon einiges passiert in den letzten Tagen. Da mache ich auch noch separate Videos zu. Ja, soweit, so gut. Im Moment geht es hier sehr gut vorwärts. Sobald diese Mauern hier alle gemauert sind, können wir dann langsam anfangen, die neuen Pillars zu gießen. Und dann kann man schon fast mit dem Dachaufbau beginnen. Alles so spannend. Aber wir haben jede Menge Arbeit noch im Garten zu tun. Und ja, sobald wir Zeit haben, machen wir natürlich regelmäßige Updates, wie das hier im Haus weitergeht. Ja, so viel von uns, von unserer Baustelle hier auf Madeira in São Jorge. Und wenn ihr unsere Videos mögt, lasst ein Like da, lasst Kommentare da. Und falls ihr noch nicht abonniert habt, ja, ihr kennt das Spiel, ne? Da unten ist so ein Knopf und so eine Glocke. Ihr würdet uns sehr helfen bei dem Wachstum unseres Channels. Und auf bald und tschüss Leute, bis später. Ja, hallo liebe Freunde unseres Kanals. Ein kurzes Update wieder mal von unserem Haus hier. Ja, und wieder ist ordentlich was passiert. Ja, hier stehen jetzt schon die ersten Mauern im ersten Stock. Ja, das sieht doch gut aus. Hä? Aha. Hi. Ja, toll. Ja, jetzt erkennt man hier schon was, hä? Hier kommen die Panoramafenster rein. Die Sachen hier sind auch fit. Ja, so geht das, so geht das. Coole Sache. Schön, schön. Ja, was haltet ihr davon? Sieht doch wohl toll aus bisher. Es ist noch eine Menge Arbeit, aber ja. Also die Betonarbeiten, die gehen auf jeden Fall sehr, sehr schnell voran. Das ist das Positive. Aber wenn das Dach dann erstmal drauf ist, dann wird es alles etwas langsamer gehen. Dann kommt halt die Außenisolation dran und dann kommen die Fenster rein. Ja, über den Kostenvoranschlag bin ich da auch noch mal gespannt.
Ja, und hier die Treppe, die kommt auch noch weg. Ja, aber schon cool. Ja, das hier sind halt die ersten Bilder vom fast fertigen ersten Stock. Ja, super. Der Ofen muss auch noch weg. Aber ja, das kommt dann wohl später. Hammerarbeit. Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, ne, bis später.